Im Herzen des Naturschutzgebiets Okavango-Delta in Botswana, wo die Natur noch unberührt ist, lebt eine besondere Gepardenfamilie. Es war eine alleinerziehende Leopardenmutter mit ihren 2 winzigen Jungen. Sie führen ein Wanderleben in den weiten Graslandschaften dieses Reservats. Da es weder ein festes Zuhause noch eine Herde gibt, die sie beschützt, muss die Leopardenmutter alles alleine tragen. Jeder Tag ist ein wahrer Kampf ums Überleben. Die Leopardenmutter muss jagen, um ihre beiden heranwachsenden Jungen zu ernähren. Die beiden Jungen sind noch unbeholfen und unreif und können nicht alleine Nahrung finden. Doch mit der Zeit lernen sie von ihrer Mutter, wie man sich anschleicht, wie man tief im Gras kriecht, wie man wartet. Allerdings herrschte in diesem Sommer in Botswana eine schwere Dürre. Die sengende Sonne versenkte den Boden, ließ Pfützen trocknen und hielt wilde Tiere fern. In dem trockenen Land wird es nahezu unmöglich, Beute zu finden. Tagtäglich hatten die Mutter und ihre Kinder nur ein paar Tropfen seltenen Wassers zur Verfügung und ihre Mägen knurrten vor Hunger. Die Leopardenmutter versuchte immer noch durchzuhalten und suchte ständig. Eines frühen Morgens beschloss es, in ein südliches Grasland zu ziehen, wo es Antilopenspuren gab. Die beiden Jungen rannten ihm schnell hinterher, ihre Augen voller Hoffnung. Die 3 schlichen leise durch die Büsche, ihre Ohren stets aufmerksam und lauschend. Doch die Graslandschaften bieten nicht nur Nahrung, sie bergen auch Gefahren. Eine Eisenfalle, die die Wilderer in der Nacht zuvor aufgestellt hatten, war noch aktiv. Beim Anpirschen an ihre Beute ist die Leopardenmutter unglücklicherweise in eine Falle getreten. Ein scharfes Knacken ertönte, als die Falle ihre Klauen fest zuzog. Die Leopardenmutter schrie vor Schmerz und ihr Körper krümmte sich, weil sie gefangen war. Es versuchte herauszukommen, aber die Falle zog sich nur noch enger. Blut aus der Wunde begann auf den Boden zu sickern. Die beiden verängstigten Jungen stürmten vorwärts und kreischten vor Angst. Sie rannten um ihre Mutter herum und verstanden nicht, warum sie nicht aufstehen konnte. Die Leopardenmutter stöhnte weiter, ihre Atmung wurde vor Schmerz und Erschöpfung schwächer. Stunden vergingen und zurück blieb nur das Geräusch des Windes und schweres Atmen. Die beiden müden Jungen lagen neben ihrer Mutter, die Augen vor Hunger und Angst geschlossen. Plötzlich ertönte aus der Ferne das Geräusch eines Jeepmotors. Es war das Streifenteam der Reserve, 2 erfahrene Mitarbeiter namens Markus und Adele. Vor kurzem erhielten sie Berichte über Wildereiaktivitäten und kontrollieren daher ständig abgelegene Gebiete. Von weitem sah Markus Blutflecken und den reglosen Körper der Leopardenmutter. Beide hielten das Auto schnell an, holten Rettungsausrüstung und gingen vorsichtig auf die Leopardenmutter und ihr Baby zu. Adele bedeutete Markus sanft, Abstand zu halten, damit sie zuerst näher kommen konnte. Die beiden Jungen sahen den Fremden und standen sofort auf, wobei sie leise knurrten. Doch Adele setzte sich, streckte langsam ihre Hand nach vorne und hatte einen sanften Blick. Sie sagte kein Wort, sondern atmete nur gleichmäßig, um ihrem Kind ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Einen Moment später kam auch Markus näher und berührte sanft eines der beiden Jungen. Sie beruhigten sich allmählich und standen näher bei ihrer Mutter. Die Leopardenmutter öffnete die Augen und sah die beiden Menschen an. Ihr Atem war schwach, aber nicht mehr heftig. Markus bückte sich vorsichtig, um die Falle zu überprüfen, die tief im Bein der Leopardenmutter steckte. Die Wunde war geschwollen und blutete ständig. Er holte eine Spezialzange heraus, sah seine Mutter an und sagte: „Ich werde dir helfen, okay?“ Als ob sie diese Worte verstanden hätte, protestierte die Leopardenmutter nicht. Adele streichelte sanft den Rücken der Leopardenmutter und beruhigte sie. Markus übte eine starke Schneidkraft auf die Falle aus. Das metallische Geräusch ertönte, die Falle sprang auf. Die Leopardenmutter schnappte nach Luft und brach zu Boden. Markus untersuchte die Wunde sorgfältig und holte eine antiseptische Lösung und Wattestäbchen heraus. Trotz der Schmerzen lag die Leopardenmutter noch immer still da und ihre Augen waren nicht mehr panisch. Nachdem sie mit dem Verbinden fertig war, setzte sich Adele neben die Jungen und streichelte sanft ihre Köpfe. Die beiden Jungen rieben ihre Köpfe an ihr, als wollten sie ihr danken.
Markus holte weitere saubere Handtücher und Wasser, um das Blut der Leopardenmutter abzuwaschen. Das Team benötigte fast 30 Minuten, um die Wunde zu versorgen. Als alles vorbei war, atmete Markus erleichtert auf. Adele kehrte zum Auto zurück und holte eine Schachtel mit speziellem Wildfutter heraus. Den größten Teil davon gab sie der Leopardenmutter und teilte den Rest unter ihren beiden Jungen auf. Kleine Zungen begannen, jedes Stück Fleisch zu verschlingen. Es scheint, als hätten sie schon zu lange Hunger gehabt. Obwohl die Leopardenmutter schwach war, versuchte sie dennoch, ein wenig zu essen, um wieder zu Kräften zu kommen. Adele und Markus saßen still da, taten nichts weiter, beobachteten nur schweigend. Dieser friedliche Moment inmitten der weiten Graslandschaft war so kostbar. Nach der Mahlzeit konnte die Leopardenmutter langsam aufstehen. Es ging langsam, da es wegen der Wunde immer noch hinkte. Die beiden Jungen rannten schnell hinter ihrer Mutter her und kuschelten sich eng an sie. Die Leopardenmutter blieb stehen und drehte sich um Markus und Adele anzusehen. Seine Augen leuchteten vor tiefer Dankbarkeit. Ein leichtes Nicken, eine Neigung des Kopfes wie ein stilles Dankeschön. Markus lächelte leicht und legte als Antwort seine Hand auf sein Herz. Dann gingen die Mutter und ihre beiden Kinder langsam in Richtung der fernen Felder, wo das Nachmittagslicht sie in ein goldenes Licht tauchte. Ihre Schatten verschwanden allmählich hinter dem hohen Gras. Adele packte ihre Werkzeuge zusammen, ihre Augen folgten noch immer diesem leichten Schritt. Markus stieg ins Auto, schaute auf die Uhr, holte dann sein Walkie-Talkie heraus und meldete sich bei der Zentrale. Wir haben gerade eine Leopardenmutter aus einer Falle gerettet. Die Wunde wurde behandelt, Mutter und Baby sind in Sicherheit. Koordinaten 22, 48, 61 Grades, 24, 54, 57 Grad südöstlicher Bereich der Steppe. Auf der anderen Seite des Walkie-Talkies war das Klatschen und Anfeuern von Teamkollegen zu hören. Adele lachte, die denkwürdigste Patrouille dieses Monats. Markus nickte, stimmt. Solche Momente erleben wir nicht oft. Sie starteten den Wagen und bogen wieder auf die Hauptstraße ab. Die Reifenspuren auf dem sandigen Boden erstreckten sich hinter dem Auto wie Fußabdrücke einer langen Reise. Am Himmel flog ein Vogelschwarm vorbei, Vögel, die signalisierten, dass das Leben weitergeht. In der Ferne drehten die Leopardenmutter und ihr Kind noch immer ihre Köpfe, um ein letztes Mal zurückzublicken. Es war keine zufällige Begegnung, sondern das natürliche Schicksal. Das Naturschutzgebiet Okavango-Delta ist riesig, doch die Verbindung zwischen Mensch und Tier ist hier immer präsent. Menschen wie Markus und Adele sind die stillen Schilder dieser Wildnis. Obwohl niemand darum gebeten hat, waren sie immer da, um zu schützen, zu bewahren. Das Leben geht weiter und morgen kann eine neue Reise beginnen. Doch die Erinnerung an den heutigen Tag, an den dankbaren Blick eines Leoparden wird für immer bleiben. Ein Tag zwischen Dürre und Freundlichkeit im Okavango-Delta, Botswana. Wo Wildtiere und Menschen koexistieren. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.